Grundsätzlich muss man ja sagen, dass es niedrigschwelligere und höherschwelligere Angebote bei uns im Kreis gibt. Es ist wichtig, dass alle Angebote gehört werden und auch in die relativ große Kommunalpolitik einfließen und da auch gehört werden. Wir schauen, dass wir das Gespräch suchen viel, dass wir viel auch auf Social Media machen, einfach um viele Menschen zu erreichen. Oder auch vor Ort gehen wir jetzt an solchen Festen ins Gespräch, kommen, uns Meinungen einholen und uns austauschen. Das ist tatsächlich ein Grund, warum ich in die SPD eingetreten bin. Es ist nach wie vor in Deutschland so, dass die Bildungszukunft vor allen Dingen von der Bildungsherkunft beeinflusst wird. Das heißt, die Lotterie, in welche Familie ein Kind geboren wird, entscheidet darüber, welche Bildungschancen es hat. Und ja, in der SPD finde ich viele Gleichgesinnte, die das ändern wollen. Was heißt das? Ändern wollen heißt mehr Ressourcen, das heißt, es braucht mehr Geld. Und ich bin Bildungsökonomin, das heißt, ich bin davon inspiriert, dass je mehr Geld wir gerade im frühen Verlauf in die Kinder investieren, desto mehr zahlt sich das auch volkswirtschaftlich aus. Chancengleichheit ist natürlich das Ziel und einer der Grundwerte einer jeden Demokratie. Dieses Prinzip One Man, One Vote ist ja etwas, was dem demokratischen Wesen ureigen ist. Und insofern ist es natürlich so, dass wir einerseits in Lambertheim auf vielfältige Art und Weise die Möglichkeit haben, unsere Stimme zu erheben, wenn Wahlen stattfinden. Wir haben in Lambertheim einerseits alle 5 Jahre Kommunalwahlen, wir haben alle 6 Jahre die Bürgermeister-Direktwahl, wo im Moment alle Einwohnerinnen und Einwohner ab 18 Jahren zur Wahl gehen dürfen, insofern sie EU-Staatsbürger sind. Was wir allerdings mittlerweile auch als Ansatz haben, das ist jetzt schon auch 12 Jahre alt, diese Konzeption, und wird seitdem auch gelebt und stetig weiterentwickelt, das ist das Prinzip der sogenannten Bürgerkommune. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb dieser Wahlperiode, außerhalb dieser Wahlgänge die Möglichkeit haben, das kommunale Geschehen mitzubestimmen. Und da versuchen wir natürlich, um die Chancengleichheit auch zu wahren, verschiedene Kanäle aufzumachen, wie man sich direkt an seine Stadtverwaltung, direkt an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in den politischen Parteien und darüber hinaus wenden kann. Wir haben in diesem Jahr ein neues Format auf den Weg gebracht. Das ist das Format Lambertheim, lass mal reden. Denn ich muss ein bisschen ausholen. Die Problematik bei der Chancengleichheit ist, eine Chance bedeutet nicht, dass man persönlich auch die Ressourcen hat, dieselbige zu nutzen. Das heißt, wir stellen fest, dass in unseren Beteiligungsformaten, die wir seither hatten, die im Rahmen dieser Bürgerkommune-Konzeption zum Leben erweckt wurden, gewisse Eigenschaften der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auffällig zusammenfallen, während andere Eigenschaften auffällig dergestalt zusammenfallen, dass sie ein Grund dafür sind, eben nicht an diesen Formaten teilzunehmen. Das heißt, wir haben automatisch sozusagen diesen Gap, wenn es um das Thema zeitliche Ressource geht, wenn es ums Thema Bildungsstand geht, wenn es ums Thema Alter geht. Und insofern haben wir dann gesagt, es ist gut, dass wir zahlreiche Beiräte haben, den Seniorenbeirat, den Behindertenbeirat, den Jugendbeirat, den Fahrgastbeirat. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben auch festgestellt, wir müssen, um Chancengleichheit zu sichern, nochmal mit einem neuen Format arbeiten. Und da kam eben dieses Lambertheim, lass mal reden auf die Welt, wo alle die gleichen Chancen haben, teilzunehmen, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gelost. 100 Bürgerinnen und Bürger werden ausgewählt einmal pro Jahr, um ohne Themenvorgabe einfach mit dem Bürgermeister und mit dem ersten Stadtrat ein Gespräch zu führen und ihre Sicht auf Lambertheim zu verdeutlichen, ihre Ideen, ihre Anregungen, ihre Kritik vorzubringen, sodass wir damit eigentlich einen sehr, sehr konkreten Beitrag dazu leisten, dass unabhängig von zeitlicher Ressource, Bildungsstand, Geschlecht, Alter eine Teilnahmemöglichkeit gegeben ist. Das hat dieses Jahr das erste Mal stattgefunden. Und wir waren mit der Qualität des Gespräches, auch mit der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufrieden und werden das jetzt auch die nächsten Jahre fortführen. Also das ist so ein ganz konkreter Beitrag, diese Chancengleichheit zu erhöhen.